Bist du bereit, in 3 Schritten Deutsch zu lernen und dabei Spaß zu haben? Dann, los geht's. Raus aus der Gedankenspirale, wie du dich vom Grübeln befreist? Stell dir vor, du liegst im Bett. Die Lichter sind aus, die Welt ist still. Doch dein Kopf, der ist lauter denn je. Gedanken kreisen in endlosen Schleifen. Hätte ich das anders sagen sollen? Was, wenn ich die falsche Entscheidung getroffen habe? Was, wenn alles schief geht? Grübeln, ein Phänomen, das viele kennen. Wir analysieren, hinterfragen, drehen jedes Detail in unserem Kopf, bis aus einer kleinen Sorge ein riesiges Problem wird. Doch warum kann unser Gehirn nicht einfach Ruhe geben? Und vor allem, wie kommen wir da raus? Warum denken wir zu viel? Unser Gehirn ist darauf programmiert, Probleme zu lösen. Das ist grundsätzlich eine gute Eigenschaft, doch manchmal arbeitet es gegen uns. Nicht jedes Problem benötigt sofort eine Lösung. Manche Probleme existieren nur in unserem Kopf. 3 Hauptgründe für übermäßiges Nachdenken. Angst vor Fehlern. Wir fürchten, die falsche Entscheidung zu treffen und analysieren jede Option bis zur Erschöpfung. Der Wunsch nach Kontrolle. Wir glauben, dass intensives Nachdenken uns mehr Kontrolle gibt. Ein Trugschluss. Vergangene Erfahrungen. Wer oft enttäuscht oder verletzt wurde, versucht unbewusst, zukünftige Fehler durch endloses Grübeln zu vermeiden. Doch Grübeln allein bringt keine Klarheit. Es raubt uns Energie und hält uns in der Gedankenspirale gefangen. Die Illusion der Kontrolle. Einer der größten Irrtümer beim Grübeln. Wir glauben, durch Nachdenken Kontrolle zu gewinnen. Wenn wir nur lange genug über etwas nachdenken, finden wir die perfekte Lösung. So denken wir zumindest. Doch das Gegenteil ist der Fall. Das Leben ist unvorhersehbar. Keine noch so lange Analyse garantiert die richtige Entscheidung. Je mehr wir grübeln, desto mehr verlieren wir den Bezug zur Realität. Wir geraten in einen Gedankenstrudel, der uns lähmt, anstatt uns zu helfen. Der Schlüssel? Akzeptanz. Nicht alles ist kontrollierbar. Nicht jede Frage hat eine perfekte Antwort. Manchmal ist es besser, sich ins Unbekannte zu wagen, als in der Sicherheit des Grübelns gefangen zu bleiben. Während wir nach Perfektion streben, verpassen wir das echte Leben. Wie du exzessives Nachdenken erkennst. Manchmal merken wir nicht einmal, dass wir uns im Kreis drehen. Doch es gibt klare Anzeichen. Wiederholen der gleichen Gedanken ohne Ergebnis. Ständiges „Was wäre wenn?“ Denken. Zögern bei Entscheidungen aus Angst vor Fehlern. Perfektionismus. Alles muss bis ins kleinste Detail durchdacht sein. Schlafprobleme, weil der Kopf nicht abschalten kann. Wenn du dich hier wiedererkennst, ist es Zeit auszubrechen. Grübeln ist kein Zeichen von Intelligenz. Es ist ein Hindernis, das dir Lebensqualität raubt. Strategien gegen Grübeln. Es gibt keinen Ausknopf für Gedanken, aber du kannst lernen, ihnen weniger Macht zu geben. Hier sind einige Strategien. Schreibe deine Gedanken auf. Chaos im Kopf, bringe es auf Papier. Frage dich, ist das wirklich ein Problem oder nur ein Gedankenkonstrukt? Setze dir eine Zeitbegrenzung für Grübeleien. Erlaube dir 10 Minuten bewusstes Nachdenken. Danach ist Schluss. Werde aktiv. Bewegung unterbricht die Grübelspirale. Ein Spaziergang, Sport oder kreatives Arbeiten helfen. Akzeptiere Unsicherheit. Nicht jede Entscheidung muss perfekt sein. Fehler sind oft die besten Lehrer. Lerne loszulassen. Manche Dinge liegen außerhalb deiner Kontrolle. Sich zu sorgen ändert nichts. Stell dir das Worst-Case-Szenario vor. Ist das, was du fürchtest, wirklich so schlimm? Meistens lautet die Antwort Nein. Die Freiheit des Denkens zurückgewinnen.
Übermäßiges Nachdenken raubt uns Energie, Schlaf und Lebensfreude. Doch wir haben die Wahl, es zu ändern. Nicht jeder Gedanke ist es wert, ernst genommen zu werden. Nicht alles muss bis ins kleinste Detail analysiert werden. Manchmal ist die beste Entscheidung, nicht mehr zu grübeln, sondern einfach zu leben. Während du darüber nachdenkst, wie du dein Leben verbessern kannst, lebt es sich bereits. Frage dich also nicht nur, worüber du nachdenkst, sondern ob es das überhaupt wert ist. Das Grübeln. Zu viel Grübeln kann zu Unsicherheit führen. Das Nachdenken. Tiefes Nachdenken hilft bei schwierigen Entscheidungen. Das Anzeichen. Kopfschmerzen können ein Anzeichen für Stress sein. Die Eigenschaft. Geduld ist eine wertvolle Eigenschaft. Der Perfektionismus. Perfektionismus kann oft zu Stress führen. Das Wiederholen. Regelmäßiges Wiederholen verbessert das Lernen. Das Zögern. Sein Zögern zeigte seine Unsicherheit. Benötigen. Für dieses Projekt benötigt man viel Zeit. Vermeiden. Er versucht, Fehler zu vermeiden. Lösen. Sie konnte das Problem schnell lösen. Sorgen. Eltern sorgen für ihre Kinder. Fürchten. Er fürchtet sich vor dem Scheitern. Bist du bereit, in 3 Schritten Deutsch zu lernen und dabei Spaß zu haben? Dann, los geht's. Raus aus der Gedankenspirale, wie du dich vom Grübeln befreist. Stell dir vor, du liegst im Bett. Die Lichter sind aus, die Welt ist still. Doch dein Kopf, der ist lauter denn je. Gedanken kreisen in endlosen Schleifen. Hätte ich das anders sagen sollen? Was, wenn ich die falsche Entscheidung getroffen habe? Was, wenn alles schief geht? Grübeln, ein Phänomen, das viele kennen. Wir analysieren, hinterfragen, drehen jedes Detail in unserem Kopf, bis aus einer kleinen Sorge ein riesiges Problem wird. Doch warum kann unser Gehirn nicht einfach Ruhe geben? Und vor allem, wie kommen wir da raus? Warum denken wir zu viel? Unser Gehirn ist darauf programmiert, Probleme zu lösen. Das ist grundsätzlich eine gute Eigenschaft, doch manchmal arbeitet es gegen uns. Nicht jedes Problem benötigt sofort eine Lösung. Manche Probleme existieren nur in unserem Kopf. 3 Hauptgründe für übermäßiges Nachdenken. Angst vor Fehlern. Wir fürchten, die falsche Entscheidung zu treffen und analysieren jede Option bis zur Erschöpfung. Der Wunsch nach Kontrolle. Wir glauben, dass intensives Nachdenken uns mehr Kontrolle gibt. Ein Trugschluss. Vergangene Erfahrungen. Wer oft enttäuscht oder verletzt wurde, versucht unbewusst, zukünftige Fehler durch endloses Grübeln zu vermeiden. Doch Grübeln allein bringt keine Klarheit. Es raubt uns Energie und hält uns in der Gedankenspirale gefangen. Die Illusion der Kontrolle. Einer der größten Irrtümer beim Grübeln. Wir glauben, durch Nachdenken Kontrolle zu gewinnen. Wenn wir nur lange genug über etwas nachdenken, finden wir die perfekte Lösung. So denken wir zumindest. Doch das Gegenteil ist der Fall. Das Leben ist unvorhersehbar. Keine noch so lange Analyse garantiert die richtige Entscheidung. Je mehr wir grübeln, desto mehr verlieren wir den Bezug zur Realität.
Wir geraten in einen Gedankenstrudel, der uns lähmt, anstatt uns zu helfen. Der Schlüssel? Akzeptanz. Nicht alles ist kontrollierbar. Nicht jede Frage hat eine perfekte Antwort. Manchmal ist es besser, sich ins Unbekannte zu wagen, als in der Sicherheit des Grübelns gefangen zu bleiben. Während wir nach Perfektion streben, verpassen wir das echte Leben. Wie du exzessives Nachdenken erkennst. Manchmal merken wir nicht einmal, dass wir uns im Kreis drehen. Doch es gibt klare Anzeichen. Wiederholen der gleichen Gedanken ohne Ergebnis. Ständiges „Was wäre wenn?" Denken. Zögern bei Entscheidungen aus Angst vor Fehlern. Perfektionismus. Alles muss bis ins kleinste Detail durchdacht sein. Schlafprobleme, weil der Kopf nicht abschalten kann. Wenn du dich hier wiedererkennst, ist es Zeit auszubrechen. Grübeln ist kein Zeichen von Intelligenz. Es ist ein Hindernis, das dir Lebensqualität raubt. Strategien gegen Grübeln. Es gibt keinen Ausknopf für Gedanken, aber du kannst lernen, ihnen weniger Macht zu geben. Hier sind einige Strategien. Schreibe deine Gedanken auf. Chaos im Kopf, bringe es auf Papier. Frage dich, ist das wirklich ein Problem oder nur ein Gedankenkonstrukt? Setze dir eine Zeitbegrenzung für Grübeleien. Erlaube dir 10 Minuten bewusstes Nachdenken. Danach ist Schluss. Werde aktiv. Bewegung unterbricht die Grübelspirale. Ein Spaziergang, Sport oder kreatives Arbeiten helfen. Akzeptiere Unsicherheit. Nicht jede Entscheidung muss perfekt sein. Fehler sind oft die besten Lehrer. Lerne loszulassen. Manche Dinge liegen außerhalb deiner Kontrolle. Sich zu sorgen ändert nichts. Stell dir das Worst-Case-Szenario vor. Ist das, was du fürchtest, wirklich so schlimm? Meistens lautet die Antwort Nein. Die Freiheit des Denkens zurückgewinnen. Übermäßiges Nachdenken raubt uns Energie, Schlaf und Lebensfreude. Doch wir haben die Wahl, es zu ändern. Nicht jeder Gedanke ist es wert, ernst genommen zu werden. Nicht alles muss bis ins kleinste Detail analysiert werden. Manchmal ist die beste Entscheidung, nicht mehr zu grübeln, sondern einfach zu leben. Während du darüber nachdenkst, wie du dein Leben verbessern kannst, lebt es sich bereits. Frage dich also nicht nur, worüber du nachdenkst, sondern ob es das überhaupt wert ist.